Hi, ich bin Bennett und das hier sind meine 5 Gründe, warum du dich für oder gegen die MyRoute App als deine Motorrad-Navigations-App entscheiden solltest. Nummer 1. Der Webplaner. Es gibt nicht nur eine App, sondern es gibt auch einen Webplaner. Mittlerweile haben das natürlich auch viele andere Hersteller, aber dieser Webplaner ist tatsächlich nochmal eine Erwähnung wert, weil er wirklich umfangreich ist. Man hat hier nicht nur die Möglichkeit im Web mit allem Möglichen an Motorradkram zu planen, sondern man kann hier auch fürs Auto planen, man kann hier für den Caravan planen, man kann hier Fahrradtouren planen oder Wandertouren planen. Es ist ein übergreifendes GPX-Tool, das jetzt nicht nur unbedingt auf Daten ausgelegt ist, also nicht nur unbedingt darauf ausgelegt ist, unbedingt GPX-Files zu exportieren, sondern es ist einfach ein wirklich umfangreicher Tourenplaner. Und das ist tatsächlich schön, wenn man darauf Wert legt, ein wirklich umfangreiches Webtool zu haben. Wer also jetzt von Basecamp kommt zum Beispiel, der wird hier auf jeden Fall ein äquivalentes Tooling finden. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, schlichtweg, weil der einfach zu umfangreich ist. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Es gibt einfach wahnsinnig viele Funktionen. Und mit viele Funktionen meine ich wirklich viele Funktionen. Also rein hier in der Abonnentenübersicht für die Sachen, die Premium sind, weil die meisten Funktionen sind halt Premium. Man findet da wirklich wahnsinnig viele Funktionen, zum Beispiel auch die Möglichkeit, die gleiche Routenberechnung in unterschiedlichen Kartenbasen miteinander zu vergleichen. Es ist wirklich viel, was man machen kann. Der dritte Grund: Community und das gemeinsame Teilen, Planen von Routen. Und wenn man wirklich gerne mit anderen in Gruppen fährt, dann bringt es hier eine Menge an Community mit, die nicht nur Routen veröffentlicht und teilt, sondern die auch hier im Forum wirklich aktiv ist, mithilft, Fragen beantwortet etc. Also alles, was ich bisher gesehen habe, scheinen die da aktiv sind, das wirklich sehr, sehr gut zu nutzen. Zusätzlich zu den vielen Funktionen muss man auch noch erwähnen, das ist, glaube ich, die einzige App, die ich kenne, die so viele Map-Layer mitbringt. Man sieht das hier ganz schön in der Übersicht im Webplaner. Also ich habe Michelin Map Layer, ich habe OpenCycle Maps, ich habe hier Karten, ich habe hier Satellitkarten, ich habe TomTom-Karten. Ich kann wahnsinnig viele Layer mir aussuchen, wie ich mein Layout auf der Karte gestalten möchte, wie mir das angezeigt werden soll. Das gibt es in der Auswahl an Map-Layern so relativ selten. Unter anderem auch, weil man sich natürlich hier für Google Maps Karten entscheiden kann. Dafür muss man natürlich bezahlen. Und das führt mich zu meinem 5. Punkt, dem Preis. Der ist zumindest für die App sehr, sehr gut und sehr, sehr konkurrenzfähig. Die kostet nämlich nur 20 € und ist dementsprechend wirklich konkurrenzfähig. Dazu kommt noch, dass man in der App selber auch viele Optionen und viele Funktionen von dem Webplaner wiederfindet. Das ist also nicht wahnsinnig abgespackt. Es ist nur ein bisschen Einarbeitung notwendig. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal auf bennetsmototours.com. Da findet ihr unter anderem diesen geilen Bildband. Der ist aus Rumänien. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Es gibt einen Blick ins Buch. Vielleicht ist er ja was für euch. Kommen wir zu den Dingen, die mich jetzt persönlich an der MyRoute App stören. Die UX und UI ist ziemlich umständlich. Es gibt wahnsinnig viele Funktionen, die sind aber allerdings für den Nutzer nicht so schön handelbar. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der App bin, dann kann ich hier einen Punkt setzen, okay, dann kriege ich auch eine Route angezeigt. Ich kann mir dann hier auch aussuchen, ob die jetzt kurvig oder weniger kurvig oder mittelkurvig sein soll, aber ich kann mir nicht mit einem Long Press hier einfach andere Wegpunkte reinsetzen. Das funktioniert, soweit ich das rausgefunden habe, in dieser App in der Funktionalität überhaupt nicht. Wenn ich mir wirklich eine Tour planen möchte mit Zwischenpunkten und allem drum und dran, dann muss ich in das Menü gehen und hier unten auf den MRA Routenplaner gehen. Hier kann ich jetzt wirklich schön planen und kann mir hier unterschiedliche Wegpunkte setzen und kriege hier auch eine wunderbare Tour.
Ich habe hier allerdings wenig Einfluss darauf, was für eine Routenoption das tatsächlich ist, in der er jetzt hier den Weg berechnet zwischen diesen Punkten. Ich habe die Möglichkeit, ein paar Routenoptionen zu machen. Die finde ich hier. Da kann ich ein paar Vermeidungen machen und so weiter und so fort. Ich habe aber keinerlei Möglichkeit jetzt zu entscheiden, soll es die schnellste Route sein, soll es die kurvenreichste Route sein. Und ich habe schon gar keine Möglichkeit, das abschnittsweise zu tun. Ich habe diese Möglichkeit im Web. Ja, der Webplaner ist sehr umfangreich, aber in der App selber kann ich mal eben schnell planen. Völlig vergessen. Ja, kann einen Punkt, ein Ziel setzen und kann dann eine relativ schnelle Route auch mit Routenoptionen planen. Aber das ist ja kein Routing im Sinne von, ich plane eine Tour, sondern das ist ja nur, ich fahre von A nach B. Das ist so ein bisschen schade, was die UX angeht. Es ist nicht alles gut umgesetzt von der Funktionalität, die die App eigentlich bietet. Nummer 2. Und da muss ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Die MyRoute-App auf iOS hat ein paar Verhaltensweisen, die mich darauf schließen lassen, dass sie nicht nativ programmiert ist. Ich kann nicht in den Source Code gucken, ich kann nicht reingucken, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht. Aber es gibt so ein paar Punkte, die mir daran auffallen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in mein Konto verwalten gehe, dann sehe ich in der MyRoute-App, hier, das ist ein Container. Das hier ist die Website. Also das ist jetzt quasi das Webprofil. Niemand hat jetzt extra eine Seite für das Profil in der App programmiert. Plus hier oben sieht man, dass dort dieses Teilen mit den 3 Punkten und diesem Dings, das ist das Android-Symbol, um etwas zu teilen. Jetzt kann man da jetzt irgendwie picky sein und sagen, ja, was stört dich das denn, ob das jetzt ein Android- oder ein Apple-Symbol ist. Das lässt aber darauf schließen, dass jemand das halt für Android programmiert hat, vermutlich auf einem Framework, also auf einer Programmiersprache, die halt für beide Systeme funktioniert, wie ein Kotlin Native oder ein React Native. Sonst wären hier, wenn das wirklich in Swift, also wenn diese App wirklich für iOS in der iOS-Programmiersprache programmiert wäre, wären hier iOS-Design-Patterns drin, dann wären hier iOS-Menüoptionen drin, dann wären hier einfach Dinge drin, die in Swift Voraussetzungen sind dafür, dass das Ding wirklich als nativ für Apple als nativ programmiert gilt. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache. Eine andere ist, dass ich dieses Video sehr lange aufschieben musste, weil die App einfach wahnsinnig instabil ist, was den Einstieg anging. Jetzt gerade funktioniert sie wunderbar. Am Anfang des Jahres war es noch so, dass sie mich partout nicht einloggen wollte. Also ich habe mir einen Account gemacht im Web, so wie ich das immer mache, wollte mich dann in die App einloggen. Die App wollte das nicht fressen und wenn sie es dann doch irgendwie mal so gefressen hat, ist sie abgestürzt. Das ist jetzt nicht dramatisch. Vor allen Dingen nicht, wenn man auf Android unterwegs ist. Für alle, die auf iOS unterwegs sind, wäre es für mich ein bisschen komisch. Auch die Bedienung ist halt einfach nicht so, wie man das von einer guten, nativ programmierten iOS-App gewohnt ist. Da sind einfach keine Swift UI-Elemente drin. Das macht es einfach für einen iOS-Nutzer komisch, die App zu bedienen, weil er das nicht gewohnt ist und weil natürlich das Risiko besteht, dass das Ding immer wieder instabil wird. Und zwar nicht unbedingt, weil die Entwickler von der MRA-App jetzt irgendwie irgendwas schlecht programmieren würden oder sowas, sondern einfach nur, weil jedes iOS-Update, das rauskommt, jetzt zum Beispiel hat Apple dieses Liquid Glass rausgebracht und es kann einfach passieren, dass mit jedem iOS-Update, das man macht, die App halt wieder instabil wird. Einfach, weil sie eben vermutlich nicht nativ programmiert ist. Dritter Punkt. Fehlende Funktionen. Die App hat wahnsinnig viele Funktionen und die sind auch alle total genial. Man kann damit sehr, 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 sehr viel machen. Mir persönlich fehlen aber ein paar wirklich motorradspezifische Dinge, die ich keine Lust habe, mir selber einzurichten. Da geht es um ein paar POIs, die mir hier fehlen. Viele POIs hat MyRoute integriert, aber das sind halt allgemeine POIs. Restaurants, Campingplätze, Eisdielen, Cafés etc. Was mir zum Beispiel fehlt, sind Motorradparkplätze, was mir fehlt, sind Bergpässe. Und klar, ich kann die, weil das halt eine sehr mächtige App ist, die halt auch im Web wirklich viel, viel zulässt, diese POIs
selber importieren, hinzufügen, auch Symbole aussuchen. Ich kann mir das alles einrichten und habe es dann. Es ist aber was ich halt erwarte, was eine App selber macht, was ich auch nicht updaten muss. Ich habe noch keine App gefunden, die so viele Bergpässe hat wie Kalimoto. Da sind die einfach wahnsinnig stark und das ist halt ein Grund dafür, warum ich gerne mit Kalimoto plane. Und so stark MRA auch in vielen Funktionen ist, da leckt es halt einfach so ein bisschen. Der vierte Punkt, der mich massiv an der App stört, ist vor allen Dingen der Algorithmus, der Routing-Algorithmus. Der ist einfach wirklich schlecht. Nur als Beispiel, ich habe jetzt hier in der App eine Route berechnen lassen von da, wo ich jetzt gerade bin, nach Kiel. Ich habe einfach Kiel in die Suche eingegeben, es ist irgendwo Kiel. Er schickt mich direkt durch Hamburg. Ich habe ein kurvenreiches Routing-Profil eingestellt, aber nicht das superkurvigste. Und ich habe hier sogar in den zugelassenen Straßen, kann man sogar unten Städte, Hauptstraßen, Wohngebiete als nicht zugelassen markieren. Und trotzdem, egal in welcher Option auch immer, er schickt mich jetzt immer mitten durch das Hamburger Stadtgebiet. Und das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Zumal man sich bei einer App wie Stegra, ich habe jetzt wirklich hier nur Stegra angemacht, gleiches Beispiel, gleiche Sache. Ich habe einfach Kiel in die Suche eingegeben. Es ist ein ähnlicher Punkt, also es liegt höchstens 500 Meter auseinander oder sowas. Da ist nicht viel an dem Punkt anders. Ich habe hier einfach nur das Curvy-System angemacht und er schickt mich hier wunderbar einfach an der Elbe lang und lässt das Hamburger Stadtgebiet einfach großräumig aus. Und das, obwohl die App ja eigentlich sich rühmt, vor allen Dingen Offroad-Strecken zu finden. Also von daher, das ist jetzt einfach nur das Curvy-Profil von der App, die gar nicht viel Mühe in ihr Curvy-Profil steckt, weil das nicht ihr Haupt-Selling-Point ist. Und da muss man sagen, ist die MyRoute-App einfach, das verstehe ich nicht. Warum, wenn ich sogar schon noch sagen kann, ich möchte Städte und Wohngebiete vermeiden, dann schickt er mich trotzdem durchs Hamburger Stadtgebiet. Absurd. Das zweite noch am Routing-Algorithmus ist die Performance. Wenn ich jetzt zum Beispiel Städte zulasse, dann seht ihr, er rechnet und er rechnet und er rechnet und er rechnet und ich lasse jetzt ja Städte zu und eigentlich könnte man hoffen, dass das irgendwie ein bisschen schneller geht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Route hat sich nicht großartig verändert. Er führt mich immer noch durchs Hamburger Stadtgebiet und ich muss relativ lange darauf warten, so eine Option an- und auszumachen, auch wenn ich die Wohngebiete wieder zulasse. Es dauert jedes Mal, wenn ich irgendeine Option hinzufüge, wenn ich irgendeine Option rausnehme, muss man sich sehr gedulden im Vergleich zu anderen Apps. Der letzte Punkt ist der Preis. Ich habe ja gesagt, ein Vorteil davon ist, dass die App mit ihren 19 € relativ preisgünstig ist. Für den Routenplaner muss man extra Abo abschließen. Also ich habe hier 2 Abos, eins für die App, eins für die Webversion. Und die Webversion gibt es sogar noch in 2 Varianten, in Silber und Gold. Da kann man sich entscheiden. Kurvenreiche Routing-Profile kriege ich auch in Silber, also das Minimum, was ich jetzt fürs Motorrad zum Beispiel bräuchte. Aber es gibt natürlich so ein paar Gimmicks, die man dann halt auch gerne wahrscheinlich im Web mithaben möchte. Wenn ich schon Google-Karten mal bekomme, dann will ich die vielleicht auch mitnehmen. Also gehen wir hier mal einfach davon aus, dass man, wenn man das kauft, auch einfach das Komplettpaket kauft. Und dann kostet der Webplaner 39 € und die App kostet 19 €. Und dann ist man summa summarum bei 60 €, was auch wieder der Preis von einem Kalimoto ist. Ja, zugegeben, wenn ich jetzt beides hier kaufe und beides auch gleichzeitig kaufe, dann kriege ich noch einen kleinen Rabatt. Also sagt mir das Ding jetzt fürs jährliche Abo, um hier vergleichbar zu bleiben, 52,20 €. Ja, das ist günstig, aber es ist kein kurviger. Ein kurviger kriege ich für 30 € und der hat einfach ähnlich gute Funktionalität. Viele Funktionen, die ich auch hier bekomme, mit einer besseren App, die vor allen Dingen in der App-Version mir auch erlaubt, wirklich gute Touren zu planen und wo der Algorithmus noch besser ist. Also da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es mit Kurviger vergleicht, einfach nicht so richtig. Und deswegen ist das halt auch wieder ein negativer Punkt. Wenn jemand jetzt nur sagt, ich brauche die App, ich will auch nur die App, ich will auch nicht großartig riesige Touren planen, dann sind die 19 € gut investiertes Geld. Wer sagt, ich will aber natürlich das Komplettpaket und will da ja auch ein bisschen was synchronisieren und mit anderen planen, der muss halt einfach immer mit einem Preispunkt rechnen,
wo man sagen könnte, da gibt es andere, die bieten ein gleiches Paket für günstiger in einem besseren Container, der auch noch besser designt ist. Für wen ist das jetzt was? Ganz grob gesprochen, für jemanden, der mit seinem Caravan, mit den Motorrädern auf dem Hänger, den Fahrrädern und den Wanderschuhen 2 Wochen nach Südspanien fahren will. Ist jetzt übertrieben, ist ein übertriebenes Beispiel, aber ich kriege nirgendwo ein Komplettpaket, in dem ich mir Fahrradtouren planen kann, in dem ich mir Wandertouren planen kann, in dem ich mir Motorradtouren planen kann und in dem ich meine Anreise mit dem Caravan auch so planen kann, dass sie dann einfach für alle da ist. Und wenn ich dann noch mit einem Kumpel oder mit einem befreundeten Pärchen vielleicht unterwegs bin oder zu mehreren Leuten und mich da unten irgendwo treffe, dann kann ich das auch noch gemeinschaftlich mit allen planen. Dann ist das super, wenn ich wirklich für alle diese Funktionen eine App brauche und ich will nicht Komoot bezahlen und Kalimoto bezahlen und noch eine Caravan-App bezahlen, dann kriege ich hier wirklich alles, was ich brauche. Für den normalen Motorradfahrer gibt es andere Alternativen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir gerade in einer privilegierten Zeit leben, in der es wahnsinnig viele Apps gibt und für jeden Topf gibt es hier einen passenden Deckel. Für mich persönlich ist es die MyRoute-App nicht, aber vielleicht ist es ja genau die App, die jetzt jemand gerade braucht. Ich versuche diese Vergleiche App zu App immer möglichst neutral zu halten, auch wenn ich natürlich betone, wenn mich Dinge wirklich stören. Schaut gerne mal im Shop vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.